Leute, herzlich willkommen bei einem neuen, richtig coolen Hausboot. Wir haben hier wirklich eine schöne Qualität zum absolut fairen Preis. Wir sind 13,70 Meter lang, 4,10 Meter breit, luxusmäßig ausgestattet, Kunststoffschwimmkörper, kein Wartungsaufwand, richtig cooles Teil und los geht's. Das ist halt gebraucht, ist schon im Charter gelaufen, aber der Zustand ist absolut in Ordnung. Und wenn hier und da eine Kleinigkeit sein sollte, wie zum Beispiel das Holz hier, das müsste man mal neu streichen, ist kein echter Kostenaufwand, das ist schnell erledigt. Haben eine riesengroße Dachterrasse, das schauen wir uns gleich von oben an. Haben eine richtig schöne Sitzfläche, eine überdachte Sitzfläche, Edelstahlgeländer, 50 PS Motor, Baujahr 22, einen schönen Steuerstand. Die ist natürlich aus der Verscharterung, hier so mit diesen Aufklebern ist natürlich nicht so schön, aber kommt dann alles ab, wenn man es privat nutzen möchte. Wir haben hier den Bugstrahlruder, den Heckstrahlruder, starken 50 PS Motor, also rein zum Fahren ist das hier wirklich absolut entspannt und total sicher. Rückfahrkamera, Zulassung für 12 Personen, 1200 Kilo. Hier vorne haben wir eine schöne Outdoor-Sitzfläche. Im Prinzip braucht man sie gar nicht, weil die komplette Obergeschoss ist zum Sitzen, aber hier ist trotzdem nett. Und hier könnt ihr schon erahnen, von innen natürlich ein echtes Highlight. Wir haben hier eine richtig massive, wärmegedämmte, dicke, getönte Eingangstür. Richtig cool ist auch hier Insektenschutz. Also das ist immer richtig geil und absolut super selten, dass man hier auf dem Niveau so einen schönen Insektenschutz hat. Hier der gemütliche Sitzbereich. Hinten ein 50 Zoll Fernseher. Hier vorne ein Gaskamin. Wir haben eine Fußbodenheizung. Also das ist wirklich richtig geil und gemütlich. Und ich glaube, man sieht hier schon, das ist ein schönes Lebensgefühl. Aufs Wasser schauen, alles viel Licht, Vorhänge, die wirklich gut laufen. Schönes Design. Was wir natürlich haben, hier war leider mal der Stuhl, war der Filzgleiter mal ab und da hat der Boden hier leider so ein paar Stellen bekommen. Kriegt man aber mit ein bisschen Farbe vom Profi auf jeden Fall auch wieder hin. Hier haben wir einen schönen Tisch, schöne Lampen. Also das Design ist wirklich absolut ansprechend, wie ich finde. Hier haben wir eine Klimaanlage mit Fernbedienung, der große Fernseher. Also ich denke, man sieht schon, das ist echt cool. Hier können wir mal schauen, die Höhe, die ist auch mehr als ausreichend. Fühlt sich auch gut an. Ich bin 1,84 etwa. Da kommt auch noch warme Luft aus dem Boden, genauso wie auf der Seite. Also das lässt keine Wünsche offen. Ja, ein echt schöner Raum. Ich gehe nochmal auf die Seite hier. Stehe jetzt im Bereich der Küche. Ich glaube, macht schon guten Eindruck. Ja, dann kommen wir auch schon zum Bereich der Küche. Da haben wir so Kleinigkeiten, dadurch, dass das Boot im Charterbetrieb gelaufen ist, wurden mal so Schnellstreparaturen gemacht, die man auf jeden Fall verändern muss. Das ist zum Beispiel dieser Verschluss hier außen an der Tür, geht gar nicht. Aber ist keine große Sache. Hier haben wir einen Victron Multiplus 3000.
Ist hier auf 24 Volt gebaut. Ein Ladegerät. Batterien mit 3x160 Ampere-Stunden auf AGM. Könnte man natürlich auch noch auf Lithium umbauen, aber kommt eben auch aufs Nutzungsverhalten an. Hier haben wir noch ein schönes LED-Band unten. Und überhaupt die Möbel, die sind hier alle hochwertig. Hier. Also jetzt kein Presssparen, sondern alles wirklich eine tolle Qualität. Ja, können wir gleich mal reinschauen hier. Auch ganz nett gemacht, hier jetzt zu halten mit den Lederbändern. Sieht gut aus. Die Rückwand vom Fernseher ist natürlich auch ein wirklich aktuelles, schönes Design. Ja, dann kommen wir in den Bereich der Küche. Da haben wir dann alles, was man braucht. Schränke. Ja, auch kein Presssparen. Quietscht gerade ein bisschen. Tropfen Öl wäre nicht schlecht. Hier oben noch ein Fach. Da sind die Schwimmwesten drin. Ups, und die sind, glaube ich, genau hier überall drin. Aber da kann man natürlich auch anders gestalten. Die Bullaugen haben auch Insektenschutz. Hier haben wir einen Gasherd mit Backofen. Also im Großen und Ganzen ist es eigentlich wirklich wie zu Hause. Hier eine Schublade, ist auch alles mit Softclose. Spülmaschine, wenn es nur eine kleine ist, aber ich denke, fürs Hausboot in Urlaub reicht es. Großes Spülbecken mit Seifenspender, warm und kalt Wasser natürlich. Hier nochmal ein Schrank und der Mülleimer. Besteckschublade. Töpfe. Und hier haben wir, Achtung, Ironie an, ein echtes Highlight. Nee, haben wir nicht. Also ganz ehrlich, ich bin ziemlich schnell drauf gekommen, was hier passiert ist. Hier wurde mit Sicherheit ein größerer Kühlschrank eingebaut, der in der Höhe nicht gepasst hat. Haben sie die Sockelleiste abgebaut und das Teil da jetzt so verdeckt. Ganz ehrlich, absolut schlechte Arbeit. Aber das gerade zu biegen, 100 Euro etwa, wenn es gut ist, dann wird das Stück hier aufgefüllt und dann ist das Problem gelöst. So etwa. Aber aktuell sieht es so aus. So, dann nochmal einen kleinen Schritt zurück. Gegenüber von dem Backofen ist hier ein Zimmer mit 3 Betten. Einmal Doppelstock, einmal ein normales Bett. Darunter ist auch noch Stauraum. Hier ein Schrank. Also auch völlig ausreichend. Auch wieder wirklich vernünftige Möbelqualität, die auch dauerhaft halten wird. In jedem Schlafzimmer, also in dem anderen haben wir TV. Hier sind TV-Anschlüsse, Internet, also Netzwerkanschluss, Stromanschluss. Ja, also hier kann man natürlich auch sagen, okay, Privatbenutzung vielleicht. Betten raus oder ein Bett raus, Doppelstockbett raus, wie man möchte. Hier haben wir auch wieder Insektenschutz an dem Bullauge. Hier ein Schrank. Überall vernünftige Qualität. Da hinten noch eine Steckdose und eine Lampe. Ja, also ich denke, Schlafzimmer oder Kinderschlafzimmer, Büro kann sich aussehen lassen. Dann kommen wir direkt hier in den langen Flur. Kühlschrank hatten wir gerade schon kurz. Hier ist noch der Zugang zur Gastherme. Hier schauen wir uns nochmal den Kühlschrank ein bisschen genauer an. Das Teil unten hatten wir ja schon besprochen. Siemens Haushaltskühlschrank mit 0 Grad Hyperfresh Fach und Eisfach. Also ich denke, wie gesagt, wie zu Hause. So, und jetzt gehen wir den Gang weiter nach hinten.
Jetzt kommt schon auch noch ein Highlight, weil es einfach wirklich richtig schön gemacht ist. Hier haben wir die Badtür. So, die wird hier gestoppt im Flur. Und hier kommen wir jetzt zu dem wirklich schönen Bad. Auch der schöne Schiffslookboden hier durchgeführt. Eine richtige Toilette wie zu Hause. Hier ein Schrank, ziemlich flach, aber für ein paar Kleinigkeiten, Toilettenpapier. Wieder schöne Schreinerqualität. Das sieht wirklich schön aus, oder? Kann man nicht meckern. Schöne Sachen ablegen. Hier haben wir die Dusche mit Ablaufrinne. Ja, ein bisschen vorsichtig, aber geht. Ich glaube, das ist schön gemacht. Das sieht gut aus, die Dusche. Und das Bad insgesamt, hier noch der Spiegel. Eine schöne Beleuchtung. Ja, das sieht gut aus. So, und jetzt haben wir hier am Ende, zack, um die Ecke, noch das Elternschlafzimmer, Master Bedroom, eigener Kabine, kann man sich viele Namen für aussuchen. Strom, Licht, Schränkchen, alles da. Na gut, hier muss ich sagen, hier müsste man noch mal ein bisschen ran. Hier, da hat es schon ein bisschen gelitten. Aber ansonsten, hier haben wir noch den Schrank. Auch wieder eine wirklich gute Schreinerqualität. Da passt, glaube ich, auch alles rein. Auch schön hinterlüftet, oben und unten offen. Hier haben wir nochmal einen großen Stauraum. Kann man auch noch jede Menge verstauen. Hier auch direkt aus dem Schlafzimmer kann man schön noch nach hinten raus gucken. Hier sehen wir auch schon die wirklich wertige Treppe. Groß, breit, Kunststoff, kaum Pflegeaufwand. Aber dafür gehen wir jetzt genau hier nach hinten raus. Hier schauen wir dann erstmal auf den leistungsstarken 50 PS Honda Schubmotor, der sogar noch so einen extra Edelstahlbügel drum bekommen hat zur Sicherheit, dass der nicht kaputt gefahren werden kann. Hier haben wir eine Badeleiter. Hier haben wir Abwasser, Benzintank, Wassertank. Das hier ist Kunststoff. Hat den Vorteil, dass es einfach nicht gepflegt werden muss. Ansonsten können wir hier vielleicht mal an der Seite lang filmen. Ja, Holz könnte man unten mal wieder streichen. Aber unterm Strich passt das noch. Hier hinten haben wir noch einen Kasten drunter. Hier sind die 2 Gasflaschen drin, 2x11 Kilo. Hier haben wir den Außenventilator von der Klimaanlage. Und jetzt kommen wir nochmal zu der wirklich tollen Treppe. Edelstahl, Basis, Kunststoffstufen, Edelstahlgeländer. Also wirklich genau so, wie man sich das vorstellt. Und genau so ist es auch sehr langlebig, stabil und nicht pflegeaufwendig. Und hier haben wir jetzt natürlich ein weiteres Highlight. Also wer will hier nicht seine Freizeit genießen? Das ist wirklich richtig cool. Schöner Boden, der wird auch nicht zu heiß bei der Sonne. So ein Kunststoffmaterial, läuft sich wirklich auch barfuß gut, beziehungsweise in Socken. Da haben wir die Satellitenantenne. Hier haben wir die Abgase vom Gaskamin. Das hier ist ein Sonnenschutz, sogenanntes Bimini-Top. Kann man hier aufspannen und hat dann hier im Couchbereich auch genug Schatten. Ja, die Kiste hat es leider mal erwischt, aber ist grundsätzlich eine echt hochwertige Kiste.
Und die Polster immer noch alle trocken. Also da muss man schauen, was man da macht. Aber im Großen und Ganzen, schaut euch den Raum hier an. Das ist wirklich, wirklich schön. Hier ein Riesenabgang, Riesentreppenstufen. Kann man vorwärts, rückwärts, seitlich perfekt laufen. Gar kein Stress. Hier haben wir noch die Rückfahrkamera zu sehen. Also selbst vorne beim Steuern haben wir da auch gar keine Probleme. So, jetzt gehen wir einfach ganz normal vorwärts hier runter. Ich denke, das ist für viele auf jeden Fall eine wichtige Sache. Wenn man den Fuß leicht schräg macht, kann man ganz leicht und einfach hier vorwärts runterlaufen. Direkt zur Ente. So, alles klar. Die Hauptrolle der Ente ist vorbei. Ich denke, das ist wirklich toll. Wirklich vernünftige Materialien. Hier nochmal komplett durch, um zu sehen, wie sich das jetzt hier anfühlt. Hier die Küche. Hier war das Kinderzimmer, Büro der Zukunft, was auch immer. Und hier der wirklich tolle, große, gemütliche Wohnraum. Hier wäre auch noch eine Schlafcouch. Also wir können hier übernachten mit bis zu 7 Leuten. Ich denke, großer Fernseher, gemütliches Licht, tolle Küche, tolle Möbel, Gaskamin für die Gemütlichkeit, qualitativ hochwertige Fenster mit Insektenschutz. Also das sind wirklich so Kleinigkeiten. Insektenschutz vergisst man gerne. Aber wenn man irgendwo unterwegs ist, dann ist es einfach schon ziemlich geil. Hier haben wir jetzt im Hintergrund ein normales Boot. Das kann ich jetzt dazu, wenn man wenig Arbeit haben will, nicht empfehlen. Da ist so ein Hausboot schon die deutlich einfachere Entscheidung. Und natürlich mit den großen Fenstern eine gerade Ebene. Auch für viele Leute sehr wichtig. Wir haben quasi das gesamte Boot. Immer alles auf einer Ebene, keine Treppe. Also das ist wirklich schön. Ja, ich würde sagen, bin fertig mit dem schönen Boot. Wenn euch das interessiert und ihr so einen Luxus haben wollt, gibt es eine Investmentmöglichkeit. Es gibt aber auch eine Privatnutzungsmöglichkeit. Sprecht mich einfach an. Liegeplätze, Bewirtschaftung, alles möglich. Und alles Gute, bye bye, der Stefan von yachtcamper.de.